In diesem Video geht es um das Glasieren. Ich zeige euch die wichtigsten Handgriffe, die in meiner Werkstatt dabei so anfallen. Wenn wir mit dem Glasieren anfangen, machen wir zuerst den Glasureimer oben den Rand sauber. Dazu nutzen wir das Wasser, da sich die Glasur ja abgesetzt hat vorher. So kann oben die Glasur nicht auskristallisieren und für Fehler sorgen. Die Glasur müsst ihr so einstellen, dass es für euch passt. Das hängt aber wirklich von der Glasur und von der Sprühbrandhöhe, von vielen Faktoren ab. Das ist für jeden individuell anders. Hier in meinem Abwischeimer sammelt sich die Restglasur. Ab und zu muss man die hinausnehmen, die fülle ich dann in diese Schale. Sie kann dort trocknen und später mal, wenn man es drauf hat, eine Resterglasur draus machen oder man muss sie wahrscheinlich entsorgen. Manche Leute brennen sie im Ofen zu einem Stück Glas, was sie dann wegschmeißen. Zum Glasieren nehme ich meistens solch eine Glasurzange. Und jetzt ist eigentlich wichtig, dass wir die Oberfläche der Glasur ruhig halten. Nicht hier einfach rein und dann platscht es bis hoch an die Decke, sondern seitlich rein, die Oberfläche ruhig lassen. Nicht mit Glasur rausheben, weil dann kann es kaputt gehen, dann wird es schwer. Ja? So rein und wieder heraus. Bisschen abtropfen lassen und ich mache hier unten am Boden immer gleich mit dem Finger etwas Glasur weg. Das ist so eine Macke von mir. Ich spare damit wirklich wenig Glasur, aber ich gehe ganz gern schon mit meinen Ressourcen um. Hier haben wir jetzt den Fall, dass etwas nicht in die Zange passt, weil ich kann es dann nicht abstellen. Man kann auch mit der Hand glasieren. Ein Finger unten, dort wo es nicht stört, und oben am Rand, wo mein Daumen ist, muss ich dann dafür sorgen, dass nach dem Glasieren dort auch wieder Glasur ist. Ich stelle das Stück also ab und da noch Glasur am Daumen ist, berühre ich einfach die Stelle 2-3 Mal danach wieder und schon ist die Stelle auch glasiert. Das kommt aber auch darauf an, was es für eine Glasur ist. Wenn da Effekte sind, wenn ihr eine weiße Majolika-Glasur habt, dann würde ich das nicht empfehlen. Dann muss wirklich alles picobello gerade sein. Und dann gibt es eigentlich noch das nur von außen glasieren, das Tauchen. Das mache ich immer bevor ich innen glasiert habe, denn so kann ich innen die Glasur nicht abgreifen. Das ist jetzt ein bisschen außerhalb vom Bild gewesen. Jetzt zeige ich euch, wie ich innen glasiere. Ich habe hier so aus dem Haushaltsladen Rührgeräte. Ich fülle mir etwas Glasur ab, die ich zum Ausgießen nehmen möchte. Und dann gieße ich so 3/4 des Gefäßes voll und muss dann beim Ausgießen eine komplette Runde schaffen und dann ist man eigentlich fertig. Das mache ich mal jetzt schnell für diese 4 Tassen. Es ist in dem Fall eine Ascheglasur. Wenn es hier immer mal so klickt, nebenbei läuft ein Sprühbrand und das ist das Schaltrelais. Und schon sind wir eigentlich mit dem Ausgießen fertig. Innen ausgießen von Schüsseln ist nicht so einfach. Das gibt meistens ein großes Geklecker. Deswegen kann man es auch so machen, dass man etwas hineinmacht und dann durch Drehen der Schüssel die Glasur bis an den Rand lässt und dann alles mit einem Schwung ausgießt. Man kann, wenn man den Rand noch haben will, zum Beispiel das dann hier so noch nachglasieren
Das kommt aber wirklich nur bei Kompottschalen vor. Kommen wir noch zu einigen Sonderfällen. Was ist zum Beispiel, wenn man solch einen Teller hat und der passt nicht in den Eimer hinein. Der Teller ist so hoch, dass er bis an den Rand geht und eigentlich auch viel zu breit. Da gibt es Lösungen, ohne dass man einen riesigen Bottich machen muss. Normalerweise ist es schöner, man nimmt ihn hier so in die Zange und kann es mit einmal tauchen. Aber unter Umständen hat man eben nicht so viel Glasur. Ich behelfe mir in solch einem Fall mit einer Schüssel, die groß genug ist, dass der Teller hineinpasst. Ich habe jetzt hier eine andere Glasur für die Teller, aber ich demonstriere es nur mal. Hier kriege ich, wenn ich den Teller an den Rändern an 2 Fingern anfasse, das hinein und kann mit wenig Glasur auch solch einen großen Teller glasieren. Solch Schüssel ist auch ganz gut, wenn ihr übergießen möchtet und vielleicht noch nicht ganz so geübt darin seid, dann könnt ihr, hier liegt 2 Stäbe auf die Schüssel und dann kommt das zu glasierende Objekt, in dem Fall eine Schüssel, hier drauf und unten drunter habe ich die Ränderscheibe. Und jetzt könnte ich mit der Glasur, ich muss das mal wegnehmen, weil hier braucht hier Platz, wenn die Stäbe so lang sind. So, und jetzt könnte ich hier die Schüssel von außen glasieren und habe dabei überhaupt keinerlei Probleme. Ich zeige euch aber sofort, wie ich das anders löse. Vorher aber noch ganz schnell andere Sonderfälle. Und zwar müsst ihr manchmal ein bisschen Fantasie haben. Das hier sind Grabvasen. Hierin kann man ganz hohe Dinge glasieren. Oder aber ihr geht und kauft mal Blumenkästen. Blumenkästen haben auch eine besondere Form. Hierin glasiere ich zum Beispiel Flaschen. Also alles, wo mein Eimer von den Abmessungen nicht passt. Ja, müsst euch das natürlich voll Glasur vorstellen. Habt etwas Fantasie und schaut mal, was ihr im Baumarkt oder zu Hause so findet. Hier kommt die Variante, wie ich bereits innen glasierte Schüsseln von außen glasiere. Und zwar mache ich das mit der Hand. Und damit ich hier mit den Fingernägeln die Glasurschicht nicht kaputt mache, nehme ich hierfür einen trockenen Schwamm. Den lege ich hier rein und jetzt kann ich hier mit den Fingern drauf fassen und die Glasur nicht mehr abschaben beim Glasieren von außen. Jetzt nutze ich eigentlich die Flexibilität meiner Hände. Die eine Hand, ich mache mal hier so ein Zeichen dran, kann ich um 180 Grad drehen. Ja, sogar ein bisschen mehr. Ja, aber trotzdem an diesem Bereich kann ich nicht glasieren. Hier nutze ich die zweite Hand, weil die kann sich ja auch noch etwas bewegen. Und jetzt fange ich eigentlich an. Ich drehe die Schüssel komplett nach links, beginne zu gießen, während ich die linke Hand anfange langsam zu drehen. Und wenn die linke Hand nicht mehr dreht, dann geht die rechte Hand das Stück bis zum Anschluss und ich habe die Schüssel rundum glasiert. Das geht schneller als das mit der Ränderscheibe. So, dann kann ich sie umdrehen und muss etwas warten, bis ich sie abstellen kann, weil sie jetzt außen noch feucht ist. Zum Schluss müssen wir nach dem Glasieren unten noch den Boden säubern, damit die Gefäße nicht im Ofen ankleben. Ich mache das am liebsten eigentlich mit einem schönen glatten Schwamm. Zusehen, dass man nicht solchen Nebel hinterlässt, solche Schlieren.
und dass der Boden schön sauber ist. Ja, kann man individuell sicher auch anders machen. Ich zeige euch mal noch eine Methode, wie ich es früher gemacht habe. Aber wenn ich das jetzt so mache, dann sehe ich besser, wenn zufällig eine Nase gelaufen ist, und dann kann ich das noch berichtigen. Hier habe ich zum Beispiel nicht viel Fuß, und wenn ich sehe, die Glasur ist ein klein wenig zu dick, ich kann auch nicht sehr viel vom Fuß abwischen, weil sonst komme ich gegen die Wandung. Dann nehme ich mir ein Messer oder eine Nadel, geht auch, und dann ritzt ihr hier unten rund um den Fuß einfach eine Rille in die Glasur hinein. Die wird zulaufen im Klettbrand und niemand wird es eigentlich sehen. Dann verhindert ihr ziemlich sicher, dass es abläuft. Wenn ihr hier, wie hier seht, so eine kleine Nase oder so, dann könnt ihr die auch abkratzen. Das kommt auf die Glasur an, ob sie halt läuft oder nicht. Jetzt zeige ich euch noch, wie ich früher abgewischt habe. Ich hatte solch ein Sitzkissen aus Schaumstoff genommen, habe das hier nass gemacht, sehr nass, und dann in einer Fotoschale oder später auf einem Backblech ausgelegt. Und wenn das jetzt ein nasser Schwamm ist, dann könnt ihr einfach die Stücken durch Runterdrücken darüber ziehen und könnt quasi auch den Boden frei wischen. Aber das hat einfach zu lange gedauert und war zu umständlich, und ich konnte nicht so akkurat arbeiten wie jetzt mit dem Schwamm. Und ja, deswegen mache ich das mit dem Schwamm. So, nun habt ihr eigentlich, ich sag mal, 90% von meiner Glasurarbeit gesehen, wie sie im ganz normalen Töpferalltag anfällt, und alles andere ist nicht wirklich vorgeschrieben. Seht zu, wie ihr es am besten könnt. Jede Glasur ist anders und was ihr für Ergebnisse braucht.